Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf, sei unser Schutz gegen die Bosheit und die Tücken des Teufels. Oberstes Haupt der himmlischen Heerscharen, das mit der Kraft Gottes in der Hölle versenken den Satan und die anderen bösen Geister, die durch die Welt streifen und die Seelen zu werden. Diese Übertragung
Lasst uns loben, freudig loben, Gott den Herrn, der uns erhoben, und so wunderbar erlebt, der uns aus der Schuld befreite, mit dem neuen Leben weihte, uns zu seinem Volke zählt, der im Glauben uns begründet, in der Liebe uns entzündet, uns in Wahrheit neu gewahrt, dass wir so in seinem Namen und durch ihn zum Leben kamen, unvergänglich wunderbar, dass wir alle Zeugnis geben, die da sind und auch nicht leben, sich begnügen mit dem Schein, lasst den Blinden uns umdauern, Herz und Zunge aus dem Glauben, aus der Liebe Zeugen sein. Christus ist auferstanden. Der ist wahrhaft auferstanden. Mit diesem österlichen Gruß dürfen wir wieder alle begrüßen, die mit uns mitfeiern hier in Maxglan, Taxam und Liefering in St. Martin. Gruß geht nach Bayern und auch nach Tirol und überall dort, wo mit uns mitgefeiert wird. Paulus sagt heute, steh auf, stell dich auf deine Füße. Ein Mann, der von Jugend an gelebt war, wird geheilt. Letztendlich ist es Christus, der heilt, der uns aufrichtet. Das dürfen wir immer wieder in der Eucharistie erfahren. Jesus ist der uns entgegengeht, der sagt, steh auf, der uns aufrichtet und uns annimmt. Ihn wollen wir jetzt loben und preisen und bitten, diese Eucharistie bei uns mit dem Gebreiter des Gottesdienstes. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der auferstanden ist, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. In besonderer Weise bitten wir auch für alle die Sterbenden. Wir haben eine Intention. Herr Jesus Christus, wer dich liebt, liebt den, der dich gesandt hat. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du hast versprochen, vom Vater her den Beistand zu senden. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du bist für uns alle zur Quelle des Geistes geworden, durch deinen Tod und deine Auferstehung. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst, und ihr sehnen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als die Apostel merkten, dass die Heiden und die Juden von Ikonium zusammen mit ihren Führern entschlossen waren, sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie in die Städte von Ikonien, Lystra und Derbe und in deren Umgebung. Dort verkündeten sie das Evangelium. In Lystra war ein Mann, der von Geburt an anlähmt war. Er sah ohne Kraft in den Füßen da und hatte nie gehen können. Er hörte der Predigt des Paulus zu. Dieser blickte ihm fest ins Auge, und da er sah, dass der Mann darauf vertraute, gerettet zu werden, rief er laut: Steh auf, steh dich aufrecht auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und ging umher. Als der Mann jetzt sah, was Paulus getan hatte, fing sie an zu schreien und rief auf Likonisch: Die Götter sind im Menschengestalt. Die Götter sind im Menschengestalt zu uns herabgestiegen. Und sie nannten das Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des Zeus von der Stadt brach die Stiere und grenzte an die Tore und wollte zusammen mit der Volksmenge ein Opfer darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, da rissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk und riefen: Männer, was tut ihr? Auch wir sind nur Menschen, von gleicher Art wie ihr. Wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch von diesem nichtigen Blödsinn zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat und alles, was dazu gehört. Er ließ in der vergangenen Zeiten alle Völker ihre Wege gehen. Und doch hat er sich nicht unbetäubt gelassen. Er tat Gutes, gab euch vom Himmel her Regen und furchtbare Zeiten. Mit Nahrung und mit Freude erfüllte er euren Herz. Doch selbst mit diesen Worten konnte sie die Volksmenge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Unsere Antwort Psalm lautet: Nicht uns, o Herr, bring zu Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Nicht uns, o Herr, bring zu Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Nicht uns, o Herr, bring zu Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Nicht uns, o Herr, bring zu Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Nicht uns, o Herr, bring zu Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen, in deiner Hut und Treue.
Nicht uns, o Herr, bring zur Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Nicht uns, o Herr, bring zur Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das vollbringt er. Nicht uns, o Herr, bring zur Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold und Markwerk von Menschenhand. Nicht uns, o Herr, bring zur Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nicht uns, o Herr, bring zur Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber gab er dem Menschen. Nicht uns, o Herr, bring zur Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, fragte ihn: Herr, warum wirst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, kurz vor seiner Abreise zum Vater spricht Jesus vom dreieinigen Leben. Seine Erlösungsmission durch seinen billigen Tod und seine Auferstehung geführt zu haben. Ein Werk der Versöhnung von Göttlichkeit und Menschlichkeit. Der Messias suchte eine perfekte Vereinigung zwischen Gott und Menschlichkeit, zwischen Gott und Mensch.
Dies ist das dreinige Leben, das die Menschheit in das Liebesleben der Dreifaltigkeit eintaucht. Vor seiner Himmelfahrt gab der Erlöser des Menschen seinen Jüngern die göttliche Zusage oder Zusicherung, seine bleibende Gegenwart, die im Sakrament seines Körpers und Blutes verkörpert ist, der Eucharistie, die die Kirche als Zentrum und Höhepunkt des christlichen Lebens und Feierns definiert hat. Durch das Geheimnis der Inkarnation, das in seiner hypostatischen Vereinigung verwirklicht wurde, die in seiner Himmelfahrt gipfelte, hat der Menschensohn seinen Brüdern einen Zugang in das Geheimnis der Dreifaltigkeit ermöglicht. Deshalb antwortete ihr Judas heute im Evangelium, das Evangelium. Wer mich liebt, wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Die Einleitung zum dreieinigen Leben hat einen höheren Grad im spirituellen Leben. Siehe die Schriften der Heiligen Ignatius von Loyola, Johannes vom Kreuz und auch Teresa von Avila. Es ist eine Einleitung der Liebe in das geheimnisvolle Leben des einen, wahren, reinen und liebenden Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Es ist für Seelen gedacht, die bereit sind, sich einer Reinigung zu unterziehen, schlechte Gewohnheiten und selbst zugefügte spirituelle Wunden zu belernen. Über die Forderungen der christlichen Berufung hinaus entwickelt sich diese Einleitung aus reiner kindlicher Liebe von bescheidenen Zielen, deren Beschäftigung über die Forderungen des Dekalogs hinausgeht, zu den nicht durchsetzbaren Verpflichtungen des Lebens und willigen persönlichen Opfer für Seelen und für die Herrlichkeit Gottes. Mögen göttliches Licht und Gnade unseren Geist und unser Herz erleuchten, wenn wir uns in unseren täglichen spirituellen Kämpfen Gott nähern. Möge die Flamme der göttlichen Liebe unseren Herzen und Seelen mit dem Durst entzünden, in das dreinige Leben der vollkommenen Liebe und Einheit mit Gott aufzusteigen. Amen. Lehre uns, dass du in dieser Welt zugegen bist, durch Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib dich zu erkennen all denen, die dich suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deinen Beistand in besonderer Weise den Kranken und Notleidenden. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilft, dass man sich auch in der Weltpolitik um Liebe bemüht. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass die Verstorbenen für immer dein Angesicht schauen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Schau auf unsere Gaben, schau auf uns uns wollt ihr uns schenken, eins zu sein mit dir. Aus deinem Opfer wird unser Opfer, aus deinem Leben wird unser Leben. Aus deinem Opfer wird unser Opfer, aus deinem Leben wird unser Leben. Was sollen wir dir schenken? Alles gibst ja du. Nimm uns an in unser Licht, nimm uns an, o Herr, aus deinem Opfer wird unser Opfer, aus deinem Leben wird unser Leben. Aus deinem Opfer wird unser Opfer, aus deinem Leben wird unser Leben. Lasset uns beten. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als ihr seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der, heilig, heilig, heilig ist der Herr des ganzen Universums. Alle Völker der Erde sollen seine Herrlichkeit singen. Hosanna, 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 so preisen dich alle. Hosanna, 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 so preisen dich alle. Und Ehre sei ihm, der kommt im Namen unseres Herrn. Hosanna, 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 so preisen dich alle. Hosanna, 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 so preisen dich alle.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leidern unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen, ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche berufen, bereit bestellt sind. Gedenke all unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Liebe und Dankbarkeit beten und denken wir an unsere Verstorbenen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. Die Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, deinen Aposteln, mit unseren Pfarrpatronen Maximilian, Petrus und Paulus, Martin, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn Und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum bitten wir für Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir zur Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden
gebe ich euch. Deshalb Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Der Friede sei mit dir. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. das Lamm Gottes, das ihm nimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meine Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gebet zum geistigen Empfang der Kommunion. Herr, allmächtiger Vater, ich danke dir, dass du bei mir bist, jetzt bei mir zu Hause. Danke, dass du mich mit dem kostbaren Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geistig speisen möchtest. Ich bitte dich, lass dieses heilige Sakrament heil wirken. Die heilige Eucharistie sei für mich Rüstung des Glaubens in dieser Krisenzeit. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament nicht empfangen kann, da ich aufgrund des Coronavirus daheim bleiben muss, so komme geistigerweise zu mir. Ich umfange dich und habe ein offenes Herz für dich. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir will ich alles, was ich will. Enge, Weite, Nähe, Licht und Dunkel, alles, Vater, führt mich zu dir hin. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir wag ich jeden neuen Schritt. Manchmal
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Allvaters. Und nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesem Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, schenk ich dir mich hin. All vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Meine sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer ruf ich, Herr, und Glanz zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen die Wunden rot, bet ich dennoch gläubig, du mein Herr und Gott. Tief und tiefer werde dieser Glaube mein, fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Herr Jesus Christus, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament des Altares, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jetzt jene, die trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter weltweit Besonnenheit. Wir bitten für alle, die in Panik sind, für alle, die gleichgültig sind. Wir bitten für alle, die von Angst überwältigt sind. Wir bitten um Frieden mitten des Sturms, um klare Sicht. Wir bitten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemand nur umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen weltweit zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen,
das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Dass wir daran uns erinnern, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was so oft laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeit so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Danke. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, Heil der Kranken. Heiliger Josef, Patron der Sterbenden. Heilige Korona. Heiliger Kosmas und heiliger Damasus, der Patrone der Ärzte. Heiliger Johannes von Gott, Patron der Pflege. Heiliger Sebastian. Heiliger Rochus. Sakrament Der Liebe Gottes, Leib des Herrn sei hoch verehrt. Mal das uns mit Gott vereinigt, Brot, das unsere Seele nährt, Blut, in dem uns Gott besiegelt, seinen Bund, der ewig währt. Lob und Dank sei Gott dem Vater, der das Leben uns verheißt, seinem Wort dem ewigen Sohne, der im Himmelsbrot uns speist, auch der Born der höchsten Liebe, sei gelobt der Heilige Geist. Amen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Halleluja. Das alle Erquickung in sich birgt. Halleluja. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deine Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, ja du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Von Blitz, Hagel, Dürre, Überschwemmung, Sturm und Ungewitter, erlöse uns, o Herr. Von Seuchen, Pandemien, Corona, Angst und Verzweiflung, erlöse uns, o Herr. Von einem jähen, unvorhergesehenen, einsamen Tode, uns, o Herr, von allem Übel. Gelobt und gepriesen sei ohne End Jesus Christus. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine.
getting in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.